Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit dem After Movie 2025 vom DEFCON. Bin ich sehr gespannt. Ja, wahrscheinlich kann ich das sogar hochladen oder besser hochladen als die Endshow und so. Habe ich natürlich nicht vergessen, habe ich noch auf dem Schirm. Wir gucken, dass das irgendwann nochmal rauskommt. Ich hoffe, dass ich das irgendwann hochladen kann. Wenn nicht, dann ist es halt so. Aber jetzt gehen wir rein. After Movie. Let's go. Well, here we are. Junge, die Transition ist immer so crazy, ne? Immortals into myth. Where commitment becomes our foundation and kindred spirits alike become our bloodline. So we can march forward and leap towards our legacy. We strike down on every obstacle, aching to a hammer, shattering the limits we once believed in. As our gasp for air fuel the drums that echo throughout the holy premises. Boah, ist das schon mal geil gemacht wieder, ey. Into history. We charge through it, wild-eyed, bare-chested, etching our names in the gallery of the greats. So dig deep and rise with purpose. For this is where warriors become legendary. Junge, holy shit, das ist schon wieder so krass geil aufgenommen, ne? Das ist so wahnsinnig. Oh, geil, ey. Aber das ist jetzt schon, also Real Talk, für mich ist das jetzt schon krasses Aftermovie, einfach wie sich das schon aufbaut. Du hast schon einen geilen Song, du hast so eine geile Einleitung, was richtig geil kommt. Und du hast die ganze Zeit diese Party, die ja beim DEFCON einfach durchgängig da ist, gefühlt. Holy shit. Du Kacke. Also ab und zu sieht man das ja wohl, ne, dass da so ein paar stehen, aber dass das so voll ist? Junge, 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 Hilfe. Holy shit, ey. Junge, also, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich richtig einen im Tee habe, will ich das ja wohl wahrscheinlich auch machen, ne? Mir da so 'n ekeligen Schuh mit irgendwas drin reinkloppen, ne? Aber wenn du dir das auf nüchtern anguckst, ist das schon 'n bisschen bist du schon 'n bisschen fertig, ey.
Was eine wilde Scheiße, ehrlich. Ich finde, der Part hier, den wir jetzt gerade hatten, ne, dieses Schwarz-Weiß-Part, finde ich, gibt genau das wieder, was so alle von Defcon denken. So, du hast so eine verrückte Musik und nur verrückte Menschen da. So im schlechteren Sinne. Aber wenn du ein bisschen drin bist, merkst du einfach so, dass es einfach verdammt geil ist. Du musst verrückt sein, du musst die Scheiße auch mal rauslassen. Dadurch hast du einfach nur Spaß. Und auch diese Freiheit, die Harz da ja auch ausmacht, das ist so geil. Das ist aber die Sache, ne? Man muss da halt ein bisschen reinkommen. So hatte ich so hatte ich das ja auch. Dass ich immer erst gesagt habe: „Ja, Hardstyle, und jetzt denke ich mir so: Da musste ich halt da 'n bisschen mit auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, aber auch bei jeder Musik so. Aber ist halt geil, das finde ich in dem Aftermovie wirklich sehr geil, dass du jetzt schon diese unterschiedlichen Seiten siehst. Natürlich siehst du die ganze Zeit diese verrückten Menschen da. Aber gut, wir sind auf'm Festival, ne? Wenn du da nicht verrückt bist, ja, gut. Du musst das halt erleben. Das ist einfach so. Die Transitions sind aber auch jedes Mal wieder crazy, ne? Holy shit, Mann. Junge, also vom Transition her und dass du gefühlt in jeder was heißt gefühlt, dass du jede Stage gesehen hast, wie die wirklich aussah und so? Junge. Wow. Aber wie geil ist das bitte gemacht? Wie geil ist das bitte, dass du in den ganzen Aftermovie einfach siehst, wie die Blue abgehen kann und was da alles passiert? Weil sonst denkst du ja eigentlich, ja, okay, ist 'ne normale Halle oder Zelt, whatsoever, juckt ja jetzt nicht. Ist 'n bisschen Lichter hier, 'n bisschen Lichter da, aber ist crazy, wie viele Sachen die damit machen können, ne? Halleluja. Junge, die Blue sieht so crazy aus, Mann. Da könnte man kurz denken, es ist morgens, ne? Es ist einfach morgens und die Leute stehen da immer noch. I'm married to my demons, and I can shake this feeling. Yeah, it's driving me insane, driving me insane, driving me insane. And I just need a reason, a little something to believe in. I'm so done with the pain, done with the pain, done with the pain. Bro. Heck, ist das 'n krasses Aftermovie. Und ich rede jetzt hier nicht nur irgendwie vom Schnitt oder so, sondern es ist einfach die Sache, wie es auch schon aufgebaut ist, ne? Du hast am Anfang
dieses Party-Ding, dann hast du so dieses normale Festival-Ding. Dann hast du dieses Klischeehafte, sag ich mal, nochmal eben abgestempelt mit dem Schwarz-Weiß-Dingens. Und jetzt wird es so ein bisschen emotional. Und das ist halt so, finde ich, so das Geile, wenn du sowas in Aftermovie halt hinbekommst. So dass du alle Seiten einfach zeigst, die du auf'm Festival erleben kannst. Please don't let me down, 'cause I'm done with the shivers. I don't wanna carry around what I see in the mirror. I'm so tired of it all, 'cause I'm stuck inside these walls. I'm done, yeah, I'm done with the shivers. I'm done with the shivers. Boah, da kriegst du Gänsehaut, ne? Sorry, da muss ich nochmal zurückgehen, weil das ist crazy. Ich wollte es grad schon sagen, dass es DEFCON ja immer noch mit natürlich auch das krasseste Feuerwerk hat, aber ich finde, es hat sich so krass entwickelt, dass es sogar mit zum schönsten Feuerwerk überhaupt gehört. Klar liegt das auch an der Menge, die da hochballern. Aber, oh, ist das wunderschön, ey. Please don't let me down. Ey, Junge, ey. Also, wenn du dich da nicht in Festivals und gerade in DEFCON verliebst, ich weiß nicht, also dann halt ich lieber fern von Festivals. Oh. Und andere Aftermovies sind jetzt vorbei, ne? Das sieht immer noch, ich muss ehrlich sagen, ey, ich finde das immer noch so fucking geil, ne? Alleine mit diesem Sound, dann dieses Gewitter da so nachstellen, ne? Boah! Würde ich mir wahrscheinlich einscheißen, aber trotzdem mega. Das ist krass. Es ist so krass, wenn du überlegst, was das eigentlich für eine fette Party da ist, ne? Halleluja. Ich finde, bei den anderen Festivals und Aftermovies bist du immer so dieses: „Boah, ist das wunderschön“ und alles. Aber beim DEFCON ist dadurch, dass sie natürlich ihre Verrücktheit haben, die du halt im Hardstyle hast du immer noch dieses krass Lustige dabei und so dieses nicht zu ernst nehmende, ne? Und das macht das irgendwie total aus. Das macht das so oder so geil. Aber es ist so geil aufgebaut, dieses Aftermovie, ich komme nicht klar. Ey, dann hast du dieses Emotionale und jetzt siehst du einfach nochmal diese lustige Seite, diese farbenfrohe Seite. Junge, wie cool. Also du kriegst ja wirklich das, was ein Aftermovie auch ausmachen sollte. Du siehst alle Seiten von einem Festival. Geil. Und sogar geil geschnitten und allen Scheiß.
Das ist geil. So Übergänge können die Leute aber auch, ne? Das ist so unfassbar. Was ich aber auch gleich dazu sagen muss, ne, aber auch nochmal so ein extra Ding, was ich ja sowieso bei gefühlt jedem Festival-Dingens sage oder so. Was man hier auch wieder sieht, natürlich auch Defcon noch mal ein bisschen krasser, finde ich. Du kannst da sein, wer du willst. Du kannst dich anziehen, wie du willst. Natürlich, dieses Verrückte ist ja an manchen Tagen da irgendwie gang und gäbe oder was auch immer. Aber es juckt ja halt keinen, ne? Es ist halt lustig, alle lachen vielleicht mit dir, über dich, was auch immer. Solange du selber darüber lachen kannst, ist ja sowieso egal, bist ja auch selber schuld, wenn du das trägst, sag ich mal so. Aber du kannst dich da wie der letzte Hampelmann anziehen. Du kannst dich da normal anziehen. Du kannst dich da total rausputzen. Und am Ende juckt das halt einfach geil. Und das ist so fucking geil, ne? Dieser scheiß Dresscode-mäßige, oh ja, okay, du musst jetzt dies und das anziehen. Und ein bisschen besser aussehen, ne? Fuck drauf. Wir haben einfach alle hier Spaß. Das ist so geil zu sehen. Deswegen, ich sag's ja immer wieder. Festivals, wenn du einfach Bock hast, einfach mal den Shit rauszulassen, sag ich mal so im Sinne von, okay, ich bin jetzt einfach der ich bin, schalte jetzt einfach mal den Schalter um und scheiß mal auf dieses Normale. Beste, was machen kann. Was ein Übergang. Geil, ey. Aber auch eine geile Stage. Can you tame the dragon? Or will you unleash its fury? Boah. Die haben mir, da muss ich ehrlich sagen, die haben mir so ein bisschen gefehlt, ne? Da habe ich eigentlich so ein bisschen drauf gewartet, dass diese Slow-Mo-Cams kommen. Das ist crazy, ey. Was eine geile Stage, also Real Talk, finde ich eine sehr geile Stage. Und wie schön das einfach aussieht, ne? Soon rains will go away. Then the memories will fade. Soon we leave our land forgot. Save a place for me. Oh, Bro, warte, das muss ich nochmal sehen. Land forgot. Guckt euch das an, ne? Wie unterschiedlich die Leute das alle aufnehmen, ne? Der ist am Weinen. Okay, die sieht man jetzt gerade nicht. Der ist so am Lachen. Da hinten sind ein paar, die fertig sind, ein paar, die das normal aufnehmen. Und das ist so geil irgendwie, ne? So wie es ja auch eigentlich sein sollte. So scheißegal. Zeig einfach deine Emotionen. Guck nicht nach links, rechts, oben, unten, hinter dir, was auch immer. Natürlich, damit du keinen verletzt, ne? Aber einfach die Emotionen rauslassen, ey. Hammer. Schöne Bilder, ey. Save a place for me. Find the light and know you're not alone. And pray for passage. Know you're not alone. And I feel you. And I Oh, ist das schön, ey.
done. But look at us. We are still here. Ja, und also ich sag ganz ehrlich, ne, Defcon ist einfach nicht wegzudenken. Das ist ja einfach so. Also vom allem her. Ob es die Bühnen sind, ob es die Musik immer ist, ob es die ganzen Acts sind, die du da hast. Aber die ganzen Menschen da, du hast da so eine geile Party. Also wenn das irgendwann mal gegen eine Wand fährt, also da weiß ich nicht, was die da angerichtet haben. Also das ist, boah. Mein Gott. Boah, ist das ein gutes Aftermovie. Hilfe! Junge. Junge. Also, da muss man ja ehrlich sagen, ne, am Anfang bist du noch so dieses, okay, du wirst halt reingeworfen, ne? Ich finde, das ist so, wie es halt beim Hardstyle ist, wie du halt zum Hardstyle kommst, so. Du wirst ja einfach reingeschmissen. So, irgendeiner hört das oder, ne, du nebenbei läufst du irgendwo dran vorbei und dann hörst du die Mucke und denkst dir so, ja, okay, ne, das sind harte Kicks und dies und das und bisschen schnell, elektronisch und dies und das. Denkst dir noch so, okay, gut, guckst dir das mal ein bisschen an. Findest cool, wie die Leute so abgehen. Die Musik sagt dir vielleicht noch nicht so viel zu. Und dann geht's halt los, dieses, ey, doch irgendwie ist da irgendwas Geiles dran. Und dann geht's weiter. Und dann merkst du auf einmal, ey, du kannst auch krasse Emotionen mit aufbauen. Es sieht einfach alles unfassbar geil aus. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Lichter, auch das Feuerwerk, wenn man auf ein Festival dann geht oder auf irgendeine Show oder so. Wie gesagt, dann Emotionen und. Das ist so geil gemacht, dass dieses Aftermovie, finde ich, das genau in 1:1 wiedergibt. Du durchlebst gerade in diesem Aftermovie, wie man zu Hardstyle kommt, wie man Hardstyle anfängt lieben zu lernen, finde ich. Das ist verrückt, das hinzubekommen. Vielleicht denke ich da auch ein bisschen zu weit. Ja, wahrscheinlich. Oder ein bisschen zu extrem, denke ich da, aber so war es auf jeden Fall bei mir. So, ne, dieses, weiß ich jetzt nicht. Okay, gut. Hörst du dir mal an, guckst dir mal an. Oha, krass geil. Oh mein Gott. Scheiße, die ersten Tränen kullern und. Deswegen, Wahnsinn. Ey, ein mega geiles Aftermovie. Alleine das hinzubekommen in meinem Kopf ist Wahnsinn. Wahnsinnsbilder. Wie gesagt, Aufbau habe ich jetzt genug drüber geredet, aber ich bin halt so fasziniert von diesem Aufbau, ne? Alleine von der Musik her, von den Emotionen her, was du fühlst, wie dein Kopf arbeitet dabei. Aber natürlich auch, was die hier alles zeigen, ne? Dass du nochmal dieses Feuerwerk extra, also die ganzen Feuerwerke, die Blue Stage, die Red Stage natürlich ein bisschen mehr, dass sie nochmal ihren eigenen Shit kriegen, aber auch so krass schön. Wahnsinn. Natürlich die DJs, dass du den Spaß siehst, der auf dem Festival ist. So, das Ding hat alles, was ein Aftermovie haben muss. Also Real Talk. Natürlich gibt's da immer einen kleinen Wehmutstropfen für mich persönlich. Ne, ihr wisst, ein bisschen rumheulen muss halt sein am Ende. Es ist halt so diese Slow-Mo-Dinger, ne? Weil in den letzten Aftermovies hatten wir immer so viele Slow-Mo-Dinger, die halt nochmal ein bisschen mehr Feuer reingebracht haben. Aber das ist nur mein persönliches Ding. Das ist einfach so. Was aber
halt wirklich nur wieder so eine krasse Kirsche wäre, ne? Also Real Talk, ne? Das wäre eine Kirsche auf einer Kirsche auf einer Kirsche, weil die anderen Kirschen haben wir schon auf der Torte, wo ordentlich Sahne schon drauf ist. Ordentlich Sahne. Weil das ist verrückt. Also Real Talk, wunderschöne Shorts. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Und es ist halt wirklich auch dieses Aftermovie-Ding. Du siehst, wie es war. Du siehst, wie es war. Du kannst dir davon ein Bild machen, du kannst dich darin verlieben. Und es ist diesen Heißhunger machen auf nächstes Jahr. Das, was ein Aftermovie halt hinkriegen soll. Und das haben die verdammt stark gemacht. Deswegen, Wahnsinns-Aftermovie, hat mich mies abgeholt. Geile Songauswahl, muss ich auch ehrlich sagen. Mein Mann hat es ja auch gemerkt, ne? Mir kamen auch ein bisschen die Tränen. Und es ist wahnsinnig. Deswegen, sehr, sehr starkes Aftermovie. Bin ich sehr gespannt, was ich sonst noch vom DEFCON 25 sehe. Und dann, weiß nicht, wollen wir mal bei 26, ne? Bis dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.